Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, und im heutigen Video möchte ich euch ganz gerne zeigen und erklären, wie ihr euch eine Skincare-Routine zusammenstellen könnt, was die Basic-Produkte sind und welche anderen Hautpflegeprodukte ihr dazwischen packen könnt, damit eben jene Hautpflegeroutine an eure individuellen Hautpflegebedürfnisse angepasst ist. Dazu hatte ich ja auch eine Umfrage in meinen Instagram-Stories gemacht und euch gefragt, für welche Bedürfnisse ich eine Beispiel-Skincare-Routine zusammenstellen soll. Und die meisten von euch wollten eine Routine für mehr Hautfeuchtigkeit und für eine Haut, die zu Pickeln bzw. Entzündungen neigt. Aber bevor ich in dieses Video starte, möchte ich noch mal einen ganz kurzen Hinweis geben. Und zwar wird es ab dem 1. Juli einen großen Sommersale in meinem Shop geben. Das heißt, falls ihr schon immer mal meine Hautpflegeprodukte ausprobieren wolltet, dann ist das die perfekte Gelegenheit dafür. Starten wir zunächst einmal mit den Basics, denn diese bilden die Grundlage eurer Hautpflegeroutine. Und ich werde auch immer wieder gefragt, wie man sich denn am besten und einfachsten eine Skincare-Routine zusammenstellt, und viele Leute wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen, weil ihnen das einfach zu viel ist und sie das Gefühl haben, dass sie etwas falsch machen könnten. Deshalb empfehle ich euch 2 Produkte zuzulegen und euch Zeit zu nehmen, herauszufinden, ob diese Produkte zu euch passen, bis ihr die Produkte gefunden habt, die für euch funktionieren. Und zwar ist das ein Reiniger und eine Sonnencreme. Das ist wirklich die minimalistischste Skincare-Routine, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und wer sich intensiver mit Hautpflege beschäftigt, weiß auch, warum diese 2 Produkte so wichtig sind, beziehungsweise die Grundlage einer Hautpflegeroutine bilden sollten. Denn die UV-Strahlung bringt natürlich nicht nur Vorteile mit sich, sondern sie hat auch einige Nachteile für die Haut, wie zum Beispiel Sonnenbrand. Sie erhöht das Hautkrebsrisiko. Sie fördert die Entstehung von Pigmentflecken. Sie ist natürlich auch sehr nachteilig für bestimmte Hautkrankheiten. Sie kann auch dafür sorgen, dass die Talgproduktion erhöht wird, kann auch dazu führen, dass der transepidermale Wasserverlust erhöht wird. Und dementsprechend macht es Sinn, die Haut nicht nur zu pflegen, ihr Feuchtigkeit zuzuführen, sie zu unterstützen, sondern sie auch zu schützen. Und das macht man mit einer Sonnencreme, die man möglichst regelmäßig verwenden kann. Und dementsprechend ist es halt auch wichtig, dass man da ein Produkt findet, das man regelmäßig verwenden kann. Denn ich sage auch immer wieder, die beste Sonnencreme ist diejenige, die man auch tatsächlich verwendet, und das nicht nur in einer erbsengroßen Menge. Und deshalb ist mein Ratschlag einfach, sich für diese 2 Produktkategorien Zeit zu nehmen und rauszufinden, welche Produkte für einen funktionieren und welche für einen eventuell nicht so gut funktionieren. Und jetzt möchte ich euch ein paar Beispielprodukte zeigen, die eben diese Grundlage bilden könnten, was nicht heißt, dass ihr jedes dieser Produkte ausprobieren müsst oder dass jedes einzelne Produkt zu eurer Haut passt. Das ist einfach nur eine Orientierungshilfe. Und wenn wir beim Thema Reinigung sind, dann ist natürlich besonders wichtig, dass die Reinigung sanft ist, also dass wir mild zu unserer Haut sind, denn wir wollen unsere Haut unterstützen und nicht gegen sie arbeiten. Und da könnt ihr zum Beispiel einige Sachen aus der Drogerie benutzen. Balea Med hat ein paar hervorragende Reinigungsprodukte, wie zum Beispiel den Balea Med Reinigungsschaum oder aber auch das Balea Med Waschgel. Oder ihr benutzt den Isana Pure Reinigungsschaum. Das sind halt diese typischen schäumenden Tensidreiniger, nur um es ganz einfach auszudrücken. Ich persönlich finde allerdings nicht, dass sie gut dafür geeignet sind, Make-up zu entfernen oder wasserfeste Sonnencreme zu entfernen. Aber das müsst ihr einfach für euch selber ausprobieren. Der große Vorteil bei diesen Reinigern ist einfach, dass sie hautfreundlich formuliert sind und dadurch die Haut nicht zu arg strapazieren. Eine der effektivsten Reinigungsarten ist die Ölreinigung, was einfach daran liegt, dass die Ölcleanser auf Ölbasis sind, so wie es der Name schon sagt. Und dadurch lässt sich Make-up, Verschmutzungen, Sonnencreme und Co. gut auflösen. Und dann kann man das einfach wunderbar mit Wasser runterspülen, weil die meisten Ölreiniger Emulgatoren enthalten. Und da könnt ihr einfach Produkte aus der Drogerie benutzen, wie zum Beispiel das Balea Reinigungsöl
oder aber auch das Isana Reinigungsöl. Ich persönlich greife am liebsten auf mein Reinigungsgelee zurück. Das ist auch ein Ölcleanser. Es gibt auch im Korean Skincare Bereich einige Produkte, die man wunderbar nutzen kann, wie zum Beispiel das Reinigungsöl von Klairs. Das Thema Sonnencreme ist durchaus ein schwieriges, weil es gar nicht so einfach ist, die perfekte Sonnencreme zu finden. Also eine, die man in der korrekten Menge auftragen kann, eine, die gut im Alltag funktioniert, die nicht runterkrümelt, die vielleicht sogar gut unter Make-up aussieht. Wenn ich euch einen allgemeinen Ratschlag mitgeben dürfte, dann wäre es definitiv, dass ihr euch mal im asiatischen Raum umschaut. Denn da habe ich persönlich bisher kaum schlechte Erfahrungen mit Sonnencremes gemacht. Also die funktionieren in den meisten Fällen richtig, richtig gut und lassen sich ohne Probleme verteilen. Da habe ich zumindest mit Produkten aus der Drogerie deutlich, deutlich schlechtere Erfahrungen gemacht. Also zumindest was den Tragekomfort angeht. Ne? Man muss das immer so ein bisschen auch unterscheiden, was die Formulierungen und die Schutzleistungen angeht. Aber im Endeffekt geht es ja auch darum, dass man ein Produkt regelmäßig nutzen kann. Denn wie gesagt, die beste Sonnencreme ist diejenige, die man halt auch in seinen Alltag integrieren kann und die man natürlich auch gerne verwendet. Was nützt mir eine Sonnencreme mit einem super hohen Schutz, die einfach ekelhaft auf der Haut ist und die ich überhaupt nicht benutze. Also das ist so mein Grundgedanke und deswegen habe ich auch ein paar Empfehlungen für euch, die aus dem asiatischen Raum sind, wie zum Beispiel die Beauty of Joseon Sonnencreme. Purito hat 2 Sonnencremes, die allerdings eher für fettarme Haut geeignet sind. Nivea, also diese japanische Sonnencreme, die japanische Version davon, hat ein Sun Gel, das sogar mein Freund benutzt. Und das ist wirklich der absolute Oberhammer, denn mein Freund ist jemand, der nicht so arg auf UV-Schutz achtet, beziehungsweise auf Sonnencreme achtet. Ich bin schon froh, wenn er im Sommer so ein bisschen was davon benutzt, weil er sehr, sehr pingelig ist, was Sonnencremes angeht. Sie dürfen nicht kleben, sie dürfen nicht im Bad hängen bleiben, sie dürfen nicht zu stark glänzen, sie dürfen nicht zu schwer auf der Haut sein, sie müssen sich einfach verteilen lassen. Also das sind alles sehr, sehr hohe Ansprüche, die viele Sonnencremes einfach nicht erfüllen können, aber die von Nivea, die erfüllt diese Ansprüche und letztens hat mein Freund sogar gemeint, als er die Sonnencreme nicht finden konnte, dass er sie vermisst hat und das ist für mich einfach ein absoluter Zugewinn, dass mein Freund jetzt eine Sonnencreme hat, auf die er regelmäßig zurückgreifen kann. Das heißt, falls ihr auch einen Partner am Start habt, der so ein bisschen pingelig ist, was Sonnencremes angeht, dann schaut euch die von Nivea unbedingt mal an. Und ansonsten, ja, blende ich euch hier einfach noch ein paar Sonnencremes ein, die ich persönlich gut finde und die ich auch selber ausprobiert habe. Und ich werde euch natürlich auch unten in der Infobox einige Videos dazu verlinken, auch mein Drogerie-Sonnencreme-Guide. Falls ihr euch für Sonnencremes aus der Drogerie interessieren solltet, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Vielleicht findet ihr auch etwas in der Drogerie, was für euch vom Tragekomfort gut funktioniert. Dann kommen wir jetzt zu 2 Beispiel-Skincare-Routinen. Ihr habt mir ja auf Instagram zu verstehen gegeben, dass ihr eine Routine für mehr Hautfeuchtigkeit haben möchtet und eine, die Entzündungen bzw. Pickel eindämmen kann. Ich würde mit der Routine für mehr Hautfeuchtigkeit starten. Es gibt einige Inhaltsstoffe, die die Hautfeuchtigkeit verbessern können und nach denen könnt ihr natürlich immer Ausschau halten. Dazu gehört Glycerin, verschiedene Formen des Hyalurons, Sorbitol, Natrium-PCA, Natriumlaktat, Urea ist auch ein hauteigener Bestandteil und vor allem in Kombination mit Glycerin absolut großartig. Polyglutaminsäure beispielsweise, Betain und vieles, vieles mehr. Also es sind nicht alle, aber wie ihr seht, es existieren einige kosmetische Rohstoffe, die einfach die Haut dahingehend unterstützen und ihr Feuchtigkeit zuführen können oder einfach auch den Feuchtigkeitsgehalt der Haut verbessern können. Frühs könnt ihr eure Haut natürlich reinigen, müsst ihr selbstverständlich nicht. Das kommt sehr darauf an, womit ihr euch wohlfühlt. Ich beispielsweise habe eine fettarme Haut und deswegen reinige ich frühs eigentlich nie, sondern gehe mit einem Wattepad und einem Toner über mein Gesicht drüber, um die Überreste meiner abendlichen Hautpflegeroutine zu entfernen. Aber wenn ihr frühs gern reinigen möchtet, dann könnt ihr natürlich das Reinigungsöl von Klairs benutzen oder aber einen Reinigungsschaum, ein Reinigungsöl aus der Drogerie. Ich habe euch am Anfang
Anfang schon ein paar Sachen genannt, die ihr als Basic-Produkte verwenden könnt. Und dann könnt ihr diesen Phyto-Plump-Collagen-Toner von Mizone direkt auf die Haut auftragen. Dafür könnt ihr eure Hände benutzen, weil der Toner eine etwas dickere Konsistenz hat im Vergleich zu den typischen Gesichtswässerchen, die so ein bisschen wässriger sind und die Haut schneller runterrinnen. Dieser Toner enthält viele feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Glycerin, Betain, Natriumhyaluronat, aber auch Panthenol. Und nachdem ihr den Toner eingearbeitet habt, tragt ihr direkt darüber diese Essence von Isntree auf. Die ist so ein bisschen wie ein Serum, deswegen würde ich das jetzt auch als Serum bezeichnen. Da sind auch verschiedenste Formen des Hyalurons enthalten und Natrium-PCA sind auch, wie gesagt, alles Inhaltsstoffe, die den Feuchtigkeitsgehalt der Haut verbessern können. Und zum Schluss tragt ihr noch diese Sonnencreme von Skin 1004 auf. Und zwar ist das die in der blauen Verpackung. Diese passt perfekt in diese Routine rein, weil sie unter anderem verschiedene Formen des Hyalurons enthält und auch noch zusätzlich antioxidative Bestandteile wie zum Beispiel Grüntee-Extrakt und Tigergras, welches hautberuhigend wirken kann. Außerdem ist die Sonnencreme für sich schon richtig toll formuliert, performt wunderbar, ist nicht zu schwer auf der Haut, nicht zu klebrig und erzeugt einen ganz dezenten Glow auf der Haut. 1 Gramm dieser Sonnencreme entspricht übrigens ca. 6 Pumphüben und das ist sozusagen auch die Menge, die man im Gesicht auftragen sollte, damit man den deklarierten Schutz dieser Sonnencreme auch bekommt. Für die Abendroutine machen wir es uns besonders leicht, indem wir einfach alles so beibehalten, wie es ist. Das heißt, ihr reinigt euer Gesicht mit einem Reinigungsöl oder mit einem Reinigungsschaum, einfach einem Reinigungsprodukt, mit dem ihr gut zurechtkommt und das möglichst sanft zur Haut ist. Aber tauschen die Sonnencreme gegen den Purito Moisturizer aus. Dieser enthält nämlich nicht nur feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe, sondern auch barrierestärkende Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Ceramide. Ein kleines Extra wäre auf jeden Fall das Integrieren eines Peelings. Das müsst ihr aber natürlich nicht tun. Ich beispielsweise benutze 1- bis 2-mal die Woche das Balea Cream to Oil Peeling mit Milchsäure. Und Milchsäure ist nicht nur sanft peelend, sondern auch gleichzeitig feuchtigkeitsbindend. Es gibt einige Inhaltsstoffe, die Entzündungen eindämmen bzw. vorbeugen können. Ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal klarstellen, dass ich hier keinerlei Handlungsempfehlungen für irgendwelche Hautkrankheiten mitgeben möchte, denn das gehört alles in ärztliche Hände. Es muss ordentlich diagnostiziert werden, ordentlich untersucht werden und dann kann man sich von mir aus auch selber damit beschäftigen. Aber wenn man vorher nicht mal weiß, was es ist und um was es sich handelt, ist es durchaus schwierig. Und da ich auch keine Ärztin bin, möchte ich auch keine medizinischen Empfehlungen an euch weitergeben. Das heißt, ich spreche hier im Allgemeinen darüber, wenn man ab und zu mal einen Pickel bekommt oder die Haut unruhiger wird. Also definitiv nicht über irgendwelche Hautkrankheiten. Und hier existieren, wie gesagt, ein paar Inhaltsstoffe, die das Ganze so ein bisschen eindämmen können. Dazu gehört Niacinamid, Bakuchiol, Resveratrol, Gluconolacton, Salicylsäure, auch relativ bekannt und sehr weit verbreitet. Grüntee ist auch absolut hilfreich, aber auch Acelainsäure. Frühs könnt ihr auf ein Reinigungsgel mit Salicylsäure zurückgreifen. Allerdings würde ich euch empfehlen, das Produkt, nachdem ihr es aufgeschäumt habt, noch 1 bis 2 Minuten auf der Haut sitzen zu lassen, damit die Salicylsäure ihrer Aufgabe nachgehen kann. Hier existieren verschiedenste Cleanser. Ich verlinke euch natürlich wie immer alle Produktempfehlungen unten in der Infobox und eventuelle Alternativen dazu. Nach der Reinigung könnt ihr ein Gesichtswasser benutzen. Entweder ihr nehmt das von Isntree, welches auf Grüntee basiert, oder aber ihr greift auf mein Gesichtswasser zurück. Da ist 4% Niacinamid enthalten, 2% Ectoin, 2% Panthenol und auch 2% Grüntee-Extrakt. Danach könnt ihr je nach Lust und Laune ein Serum auf die noch feuchte Haut auftragen. Hier eignet sich unter anderem das Isntree Green Tea Fresh Serum, welches nicht nur Grüntee-Extrakt enthält, sondern auch noch feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe und weitere antioxidative Bestandteile.
Und um das Ganze abzuschließen, eignet sich das CanMake Mermaid Skin Gel, welches relativ leicht auf der Haut anmutet und nahezu schwerelos ist. Das heißt, falls ihr eine eher öligere Haut haben solltet oder zu schwere Produkte auf der Haut nicht mögt, dann könnte das auf jeden Fall etwas für euch sein. Oder aber ihr benutzt wie bei der letzten Routine die Skin 1004 Sonnencreme, weil die einfach super formuliert ist und auch noch so einen ganz dezenten Pflegeeffekt aufweist. Für abends machen wir es uns wieder ein bisschen einfacher, aber tauschen diesmal 2 Produkte aus. Und zwar einmal das Gesichtswasser. Hier würde ich empfehlen, Gluconolacton auszuprobieren. Dafür eignet sich dieses Produkt von Jumiso, welches 9% Gluconolacton enthält. Und alter Schwede, ich finde, Gluconolacton ist einfach einer der am meisten verkannten Inhaltsstoffe, weil dieser Inhaltsstoff einfach so großartig ist. Er kann nicht nur peelend wirken, also man sagt auch, dass er ab einer Konzentration von 7% einen leicht peelenden Effekt hat, aber ist deutlich verträglicher im Vergleich zu anderen Inhaltsstoffen, die eben einen peelenden Effekt haben können. Und dementsprechend ist Gluconolacton auch für super empfindliche Haut geeignet. Und ganz nebenbei ist dieser Inhaltsstoff auch noch entzündungshemmend, kann antioxidativ wirken und ist ab einer Konzentration von 8% sogar barrierestärkend. Der Toner von Jumiso ist allerdings relativ flüssig, deswegen müsstet ihr ihn mit einem Wattepad auftragen oder aber ihr füllt ihn in eine Flasche mit Sprühkopf um. Danach könnt ihr natürlich wieder das Green Tea Fresh Serum benutzen, müsst ihr aber nicht, je nachdem, ob ihr da Bock drauf habt. Und darüber könnt ihr, je nachdem, ob ihr das möchtet, auch noch einen Moisturizer auftragen. Hierfür eignet sich die Lotion von Pacifica, die einfach noch ein bisschen matter vom Finish ist im Vergleich zu dem Moisturizer von Purito. Auch hier sind wieder barrierestärkende Inhaltsstoffe enthalten, welche die Haut unterstützen. Bei den Beispiel Skincare-Routinen geht es mir nicht darum, dass ihr möglichst viele Produkte übereinander schichtet oder eine bestimmte Menge an Hautpflege benutzt, sondern dass ihr das eher als Orientierungshilfe seht und schaut, was zu euren Hautbedürfnissen passen könnte. Denn wenn man mit dem Mindset rangeht, dass man eine bestimmte Masse an Hautpflege benutzen muss, um sein Ziel zu erreichen, dann wird man sehr schnell enttäuscht werden. Es geht nämlich weniger darum, wie viel man benutzt, sondern was man benutzt. Ich hoffe, ich konnte euch eine gute Orientierungshilfe bieten, denn ich weiß aus Kommentaren und Privatnachrichten, dass einige von euch sehr strugglen, eine Skincare-Routine zusammenzustellen und einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Dementsprechend würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt oder das Video sogar teilt. Und ein kleines Trinkgeld ist natürlich auch herzlich willkommen. Das könnt ihr gerne unter dem Herzsymbol unter dem Video abgeben, das sich Super Thanks nennt. Dann gönne ich mir mal bei diesen heißen Temperaturen ein leckeres Eis. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.